Assalamu alaikum ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch wieder ein basisches Rezept, das keinerlei säurebildende Zutaten enthält. Gleichzeitig ist es auch vegan und dazu noch überaus köstlich, Mashallah. Wir benutzen hier Blumenkohlreis als Ersatz für herkömmlichen Reis. Dazu benutzen wir vorzugsweise Bio-Blumenkohl. Ich habe hier einen ganzen Blumenkohlkopf benutzt. Dazu erstmal die Blätter entfernt. Die Blätter braucht man nicht wegzuwerfen. Die könnte man klein raspeln und in den Salat geben zum Beispiel oder auch einfach nur entsaften. Ebenso könnte man das mit dem Strunke vom Blumenkohl tun, den ich hier jetzt in der Mitte entfernt habe. Denn alles vom Bio-Blumenkohl ist sehr gesund, man sollte nichts davon wegwerfen. Dann wird der Blumenkohl noch in kleine Röschen aufgeteilt und die geben wir jetzt nach und nach hier in solch eine Küchenmaschine, um sie daran komplett klein zu raspeln. Damit wir dann am Ende den Blumenkohlreis erhalten, den benutzen wir dann, wie gesagt, als Reisersatz in diesem Gericht. So sieht das Ganze am Ende dann aus, wenn alles richtig klein geraspelt ist, wie Reis eben. Für dieses Gericht habe ich dann nur die Hälfte von diesem ganzen klein geraspelten Blumenkohl verwendet und die andere Hälfte habe ich hier in eine Gefriertüte gegeben und eingefroren. Die kann man dann für das nächste Gericht benutzen. Jetzt geben wir mild gedämpftes, geschmacksneutrales Kokosfett in die Pfanne. Man könnte aber auch natives Kokosfett in die Pfanne geben, weil später sowieso Kokosmilch hinzukommen wird. Denn den köstlichen Kokosgeschmack wollen wir in diesem Gericht haben. Und dann habe ich hier, wie wir gerade gesehen haben, 2 Esslöffel von meinem Trester des natürlichen Antibiotikums hinzugegeben. Der gibt dem Gericht ein sehr asiatisches Flair, weil er unter anderem aus Kurkuma, Ingwer, Knoblauch, Zwiebel, Meerrettich, Essig, Honig und Zitrone besteht. Wir braten wir dann so lange an, bis er braun sein wird und dann geben wir schnell etwas Wasser hinzu, damit nichts anbrennt. Zum Kochen benutze ich nach wie vor immer mein destilliertes Wasser, weil dies eben das gesündeste Wasser für den Körper ist. Mein Video dazu verlinke ich euch hier oben nochmal, inshallah. Als nächstes kommt dann dieses asiatische Biogemüse hinzu, was man hier jetzt gefroren kaufen kann. Das hat den Vorteil, dass es eben schon fertig zugeschnitten ist und eben auch keinerlei Zusatzstoffe enthält. Aber man könnte natürlich auch anderes Biogemüse dazu verwenden. Dann wird das Gemüse kurz hier mit angebraten und ich hatte dann noch ein paar rote Paprika hinzugegeben, die ich auch gefroren hatte. Ebenso einige Erbsen, einfach damit da ein bisschen mehr Farbe reinkommt in das Gemüse. Dann wird das Gemüse eine Weile hier in der Pfanne mit angebraten, bevor wir dann die Gewürze hinzugeben werden. An Gewürzen habe ich hier jetzt Chili verwendet, Himalaya-Salz, eine Prise frisch gestoßener Pfeffer, Bio-Gemüsebrühe und Bio-Kurkuma. Das Kurkuma gebe ich in fast alle meine Gerichte rein, einfach weil es so gesund ist, aber auch weil es dem Gericht eine sehr schöne Farbe verleiht. Jetzt wird wieder alles nochmal eine Weile lang mit angebraten, damit auch die Gewürze ihr Aroma entfalten können. Und dann geben wir noch etwas Bio-Tomatenmark hinzu. Möglich sollte das natürlich von Bio-Qualität sein. Ebenso hier etwas Sojasauce. Die Sojasauce sollte man idealerweise mit Tamari ersetzen. Das wäre die gesündere Alternative dazu, denn Tamari ist eine natürlich gebraute, glutenfreie Sojasauce. Wir vermischen alles gut, braten noch eine Weile weiter, bevor wir dann die Kokosmilch hinzugeben. Diese sollte idealerweise natürlich auch nur aus naturbelassener Kokos, Nuss und Wasser bestehen. Und das ist hier der Fall bei dieser Kokosmilch vom Rewe. Man kann aber auch die von Alnatura benutzen. Die wäre sogar von Bio-Qualität und komplett ohne Zusatzstoffe. Für dieses Gericht habe ich jetzt nur ein Viertel der Kokosmilch benutzt, also ein Viertel dieser Dose. Das reicht vollkommen aus für dieses Gericht. Wir verrühren alles nochmal gründlich und dann wird das Ganze jetzt auf relativ großer Flamme einreduziert, also so lange gebraten, bis sämtliche Flüssigkeit hier verdampft ist. Dann wird das Gemüse auch gar sein. Wir können dann den Herd abschalten, sobald sämtliche Flüssigkeit hier verdampft sein wird. Dann können wir uns auch bald dem Blumenkohlreis widmen. Hier sehen wir, dass jetzt alle Flüssigkeit verdampft ist und jetzt können wir in einer separaten Pfanne wieder Kokosöl erhitzen und dann geben wir den Blumenkohlreis hinzu, wie wir das jetzt hier sehen. Auch für den Blumenkohlreis können wir wieder natives Kokosöl benutzen, damit wir am Ende in diesem Gericht diesen leckeren Kokosnussgeschmack bekommen. Den Blumenkohlreis braten wir jetzt kurz eine Weile lang an, salzen den dann mit etwas Himalaya-Salz, nicht so viel, denn das Gemüse ist ja auch schon gesalzen. Ein kleiner Teelöffel reicht hier vollkommen und dann geben wir noch ganz wenig Wasser hinzu, also ein halbes Glas etwa, auch wieder destilliertes Wasser natürlich. Und dann wird der Reis hier auf großer Flamme etwa 10 Minuten, maximal 10 Minuten hier angebraten.
bis das Wasser verdampft ist, und wichtig ist eben, dass der Blumenkohlreis nicht zu lange gebraten oder gedämpft werden sollte, sonst wird er nämlich ziemlich matschig. 5 bis 10 Minuten reichen deshalb vollkommen aus. Ja, und dann wird einfach alles vermischt und dann ist das Gericht auch schon fertig und es sieht dann so aus hier. Genau wie ein normales Reisgericht, Mashallah. Und so köstlich, Allahumma barik. Und dabei ist es ein ganz leichtes veganes Gericht, was nicht schwer im Magen liegt, schnell verdaut wird und trotzdem sättigt und richtig köstlich schmeckt, weil es eben diesen asiatischen Flair hat und mit diesem herrlichen Kokosgeschmack versehen ist, Mashallah. Und weil dieses Gericht so gesund ist und basisch dazu, eignet es sich ganz besonders gut jetzt für den Ramadan. Insbesondere dann, wenn man ihn in der Hauptsache rohköstlich gestaltet, so wie ich das ja jedes Jahr tue im Ramadan, um meinem Körper bestmöglich bei der Entgiftung zu helfen. Mein Ramadan-Video vom letzten Jahr werde ich euch hier oben nochmal verlinken, inshallah, worin ich gezeigt habe, was ich alles in diesem Monat esse. Und da ich das dieses Jahr wieder genauso handhabe, werde ich kein neues Ramadan-Video dieses Jahr hochladen, denn alles werdet ihr darin vorfinden. Und auch sehen, wie einfach es ist, im Ramadan rohköstlich zu leben, abgesehen von einzelnen kleinen Ausnahmen wie diesem Gericht hier jetzt zum Beispiel, das jetzt nicht rohköstlich ist, aber dennoch vegan, basisch und gesund, so dass man sich manchmal auch so etwas zubereiten kann, besonders an Tagen, wo es etwas kühler ist, wo man Lust hat auf etwas Warmes. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg beim Nachmachen dieses köstlichen Gerichts, guten Appetit, gute Gesundheit und ganz besonders einen gesegneten Ramadan noch. Ganz liebe Grüße und inshallah bis zum nächsten Video. Salam alaikum, eure Mariam.